spannende Story, tolle Charaktere, innovatives Kampfsystem, kreatives Design, herrlich melancholisch, genialer Soundtrack, wahnsinnig angenehmer Flow. Uff. Mal so unter uns, manchmal fällt es mir echt schwer, alle Gedanken und Gefühle für ein Spiel auf den Punkt zu bringen. Vor allem, wenn mir irgendwie alles gefällt. Und genau so geht es mir mit Clair Obscur Expedition 33, dem Erstlingswerk des französischen Entwicklers Sandfall Interactive. Ich habe eine rund 3 Stunden lange Demo zum Rollenspiel, das am 24. April 2025 für PC, Xbox Series und PS5 erscheint, angespielt und war am Ende einfach nur begeistert. Die Story, die Figuren, die Optik, das Gameplay, alles an dieser Vorschauversion war so gut, dass sich die 3 Stunden wie 10 Minuten angefühlt haben. Also, kurz entspannen, Gedanken sortieren und dann erzähle ich euch, wieso Expedition 33 ganz großes Spielekino werden könnte. Zumindest wenn der Rest des Spiels mit dieser Vorschaufassung mithalten kann. Can't believe Sophie already turned 33. You know how I feel. Another path, you know, another future. Die Welt von Clair Obscur Expedition 33 sieht wunderschön aus, gleicht aber einem Albtraum. Jedes Jahr malt eine mysteriöse Malerin eine Zahl auf einen gigantischen Monolithen. Jeder Mensch, der das angepinselte Alter erreicht, löst sich in Rauch auf und verstirbt somit. Besonders doof, jedes Jahr wird die Zahl kleiner. Entsprechend würde die Menschheit irgendwann komplett verschwinden. Deswegen ist es auch schon seit einiger Zeit Brauch, dass die ältesten Bewohner der letzten Bastion der Menschheit in ihrem letzten Jahr auf eine Expedition gehen. Das Ziel ist einfach, die böse Hexe muss sterben. Dieses Jahr steht die 33 auf dem Monolithen. Und nachdem er seine Freundin an die Zahl verloren hat, bricht Gustave als Anführer der Expedition 33 auf zum Land der Malerin. Doch dort wird schnell klar, irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. You're old. Which expedition are you from? Im fertigen Spiel soll diese gesamte Vorgeschichte ein spielbarer Prolog sein. Ich lande in der Demo allerdings direkt in den fernen Landen. Und mir schwirren sofort haufenweise Fragen durch den Kopf. Warum gibt's einen alten Mann? Sollten nicht eigentlich alle über 33 tot sein? Und warum greift er uns an? Expedition 33 wirft mir direkt zu Beginn spannende Mysterien vor die Füße. Ich will halt wirklich wissen, was zur Hölle hier abgeht. Das Coole daran, das Spiel schmeißt mir in der gesamten Demo kontinuierlich immer mehr solcher Storybrocken entgegen. Wenig später treffe ich etwa auf einen Feind, der gar nicht kämpfen, sondern einfach nur leben will. Sind die Gegner vielleicht gar nicht böse? Ist diese Notiz hier wirklich von Gustaves kleiner Ziehschwester? Was soll diese Villa mitten im Nirgendwo und wer zur Hölle ist das hier? Der Rhythmus, in dem Expedition 33 mir schon in der kurzen Zeit interessante Story-Karotten vor die Nase hält, ist wirklich eindrucksvoll. Gleichzeitig gab es in den ersten Stunden auch immer mal wieder kleine Antworten, damit ich vor lauter Geheimnissen nicht irgendwann platze. Zum Beispiel, es gibt wirklich friedliche Kreaturen in der düsteren Welt, die mir sogar helfen. Und die Notiz von eben führt wirklich zu Gustaves Ziehschwester, stammt aber nicht von ihr und ach, das ist schon wieder ein anderes Thema. Es bleibt nach der Demo wirklich nur eine Frage zur Story über: Kann die Vollversion diese Qualität aufrechterhalten und befriedigend auflösen? Denn vor allem zu Beginn muss Expedition 33 nun einmal deutlich mehr Worldbuilding leisten und die Geschichte in Schwung bringen. Das hier ist immerhin eine komplett neue Marke ohne irgendwelche Vorbilder. Es muss sich also viel mehr Mühe geben, damit ich die Welt verstehe und mich überhaupt um die Figuren sorge. Nur wie sieht das später aus, wenn ich in der Dark Fantasy so richtig angekommen bin? So oder so, die Ausgangslage für eine denkwürdige Handlung ist nahezu perfekt. Und das liegt nicht nur an den Mysterien und vielen offenen Fragen, sondern vor allem an der Inszenierung. Die Qualität der Dialoge ist so hoch, das kenne ich sonst nur von Naughty Dog. My gun and your spots? I didn't take you for a coward. I'm not a coward. You swore the oath. When one falls, we continue. Yes, I know. When one falls. When one falls. Not if. When. We knew not all of us would make it. But we continue. As long as even one of us stands, our fight is not over. But I'm not afraid to fight, it's just Maëlle, she's... Maëlle swore the same oath. I know that! She chose her life. You and I... Come on, we always said the future of Lumiere is more important than Any individual life, yes. Do you still believe that? Die
Die Figuren unterhalten sich wie richtige Menschen, fallen sich ins Wort, reagieren nachvollziehbar verstört und doch sehr persönlich und individuell auf die Geschehnisse. Das wirkt auch deswegen so glaubhaft, weil Sandfall auf haufenweise talentierte Schauspieler setzt. Gustavs Synchronstimme ist etwa Daredevil höchstpersönlich, also Charlie Cox. An seiner Seite haucht Jennifer English, bekannt als Shadowheart in Baldur's Gate 3, Luné-Leben ein. Und wo animierte Figuren sind, ist Gollum-Darsteller Andy Serkis ebenfalls nicht weit. Expedition 33 ist aber immer noch ein Spiel. Wenn nur die Geschichte bei der Stange halten würde, dann wäre das nicht besonders gut. Ich kann aber mit Freude verkünden, auch das Gameplay bewegt sich in der Demo auf absolutem Top-Niveau. Clair Obscure Expedition 33 orientiert sich im Kern stark an JRPGs. Es hat also einen klaren Story-Fokus, bietet rundenbasierte Gefechte und ein entschlacktes Levelsystem. Aber keine Sorge, die Entwickler haben das Spieltempo deutlich nach oben geschraubt, damit auch JRPG-Muffel hieran Spaß haben. Das fällt nicht nur bei den knackigen Gesprächen auf, klassische JRPGs arten ganz gerne mal in halbstündige Dialoge aus, sondern auch im eigentlichen Gameplay. Egal ob Erkundung oder Gefechte, Expedition 33 spielt sich angenehm schnell, verliert dabei aber auch keine spielerische Tiefe. Fangen wir mit den Kämpfen an. Sobald ich ein Monster in der Welt treffe, wechselt das Spiel in einen rundenbasierten Kampfbildschirm. Wer auch nur ein JRPG in seinem Leben gespielt hat, und ja, Pokémon zählt auch, der weiß, wie hier der Hase läuft. Wir und die Feinde hauen uns Runde für Runde abwechselnd ordentlich aufs Maul. Das geht mit einem simplen Standardangriff oder mit Spezialfertigkeiten. Für die besonderen Attacken benötige ich aber Aktionspunkte, das sind diese blauen Dinger hier. Die erhalte ich wiederum für Standardangriffe oder Konter, zu denen komme ich gleich. Expedition 33 lockert dieses eigentlich eher ruhige und starre System mit ein paar cleveren Ideen auf. Idee 1 ist die Pistole. Mit der baller ich in meinem Rundenzug quasi in Echtzeit auf die Monster. Jeder Schuss kostet einen Aktionspunkt. Cool, wenn ich Schwachstellen finde, teile ich auf einen Schlag extrem viel Schaden aus. Idee 2 sind die unterschiedlichen Helden und ihre Kombos. Jede Figur hat einen leicht anderen Spielstil. Gustav kann etwa mit seinem Arm Blitze entfesseln, muss das künstliche Glied aber erstmal mit anderen Fertigkeiten aufladen. Luné setzt hingegen auf Zauber, die sie mit sogenannten Pigmenten noch verstärken kann. Und natürlich muss sie die vorher auch erstmal aufladen. Jede Figur spielt sich also ein bisschen anders. Vor allem aber reihen wir unsere Spezialattacken zu waschechten Kombos aneinander. Und das hat gewaltige Auswirkungen. Gustavs Blitz kann ohne Kombo entweder ein Blindgänger sein, mit Kombo haut er aber mit nur einem Angriff fast einen Boss komplett aus den Latschen. Ein gutes Kampfsystem steht und fällt mit den Gegnern und auch hier kann ich aus der Vorschau-Version nur Positives berichten. Expedition 33 bietet schon in den ersten Stunden eine sehr hohe Gegnervarianz. Und die unterschiedlichen Kreaturen nutzen auch alle unterschiedliche Angriffsmuster, denen ich ganz wie beispielsweise in den Mario- und Luigi-Spielen ausweiche oder abblocke. Blocke ich alle Attacken perfekt ab, kontert meine Figur. Dadurch entwickelt Expedition 33 sogar einen Hauch von Hack'n'Slay oder Souls-like Spielen. Ich muss die Muster der Feinde nämlich auswendig lernen, erst dann habe ich gegen richtig harte Brocken überhaupt eine Chance. Die Bosse teilen ordentlich aus, ohne Ausweichen und Blocken geht's oft nicht. Wenn ich meine Kombos verinnerlicht habe, die Muster der Feinde im Schlaf beherrsche und dann immer wieder meine Pistole zücke, dann kann man das rundenbasierte System nur noch erahnen. Ich klicke mich blitzschnell durch die Menüs und habe eher das Gefühl, dass ich ein Actionspiel spiele. Vor allem, da Expedition 33 bei jeder Spezialattacke auch noch Quicktime-Events einsetzt. Treffe ich die perfekt, teile ich noch mehr Schaden aus. Das Einzige, was mich an den Gefechten gestört hat, sind die anfangs immer gleichen Kombos. Weil Gustav und Co. zunächst nur wenige Spezialangriffe haben, muss ich immer dieselben Attacken aneinander reihen. Aber selbst das ändert sich ziemlich schnell. Für gewonnene Kämpfe hagelt es Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte bedeuten Levelaufstiege und Levelaufstiege bedeuten bessere Attributswerte und Fertigkeiten. An solchen Checkpoints investiere ich mit jeder neuen Stufe 3 Punkte in meine Helden. Außerdem erhalte ich auch immer einen Punkt pro Level für den Talentbaum. Den erreiche ich ebenfalls über den Checkpoint und hier schalte ich dann nach und nach immer mehr Fertigkeiten frei. Weil die zunächst noch sehr günstig sind, wachsen meine Möglichkeiten ziemlich schnell an. Und weil das hier immer noch ein Rollenspiel ist, gibt's natürlich auch passive Boni, also Perks.
Dieses System, das serviert mir Expedition 33 aber so umständlich wie es nur geht. Das ist besonders ärgerlich, denn eigentlich steckt auch hier wieder eine tolle Idee hinter dem klassischen System. Jeder Held kann nämlich 3 Perks einsetzen, er kann aber auch die Perks seiner Mitstreiter gleichzeitig nutzen. Das klingt jetzt gar nicht allzu kompliziert, aber Expedition 33 erklärt das System ziemlich umständlich, versteckt es in sehr unübersichtlichen Menüs und wirft dann auch noch mit verschiedenen Eigennamen um sich. Perks heißen etwa Pictos. Wenn Gustave dann einen Perk von Luné nutzen soll, setzt er dafür Lumina-Punkte ein. Gewöhnt man sich irgendwann dran, aber intuitiv ist was anderes. Wenn ich nicht gerade kämpfe, erkunde ich die vielen optisch sehr eindrucksvollen Level. Die werfen nicht nur ebenfalls Fragen zur Geschichte auf, ich meine, wieso zur Hölle laufe ich hier über einen Meeresboden, sondern warten auch mit haufenweise Belohnungen auf. Die Gebiete an sich fallen sehr linear aus. Immer mal wieder gibt es dann aber doch Abzweigungen. Manchmal wartet nur ein kleiner Gang mit einem neuen Perk auf mich, Pictos. Manchmal schwinge ich mich per Enterhaken auf ein Haus. Manchmal löse ich ein kleines Rätsel und wieder ein anderes Mal stehe ich vor einem lächerlichen Pantomime und verzweifle an dem, weil er viel zu stark ist. Cool, Gustave, Luné und Co. fliegen auf Knopfdruck nur so durch die Level. Und bei Luné ist das wirklich wörtlich gemeint. Selbst beim einfachen Herumlaufen bleibt das Tempo also hoch. Was gut ist, denn Feinde gibt es reichlich, Kämpfe damit auch. Und trotz aller Zugeständnisse sind sie immer noch rundenbasiert und dauern durch den Wechsel in einen separaten Kampfbildschirm auch ein wenig Zeit. Weil ich aber so fix durch die Gebiete renne, hatte ich nie das Gefühl, dass ich nicht vorankomme. Nur die Technik hat mich hin und wieder etwas aus der magischen Welt herausgerissen. Das Sichtfeld ist fürs Erkunden hin und wieder ein bisschen zu klein, die Animationen beim Rennen zucken manchmal merkwürdig herum. Außerdem konnten wir die Bewegungsunschärfe nicht im Spiel ausschalten. Dennoch, das Tempo beim Erkunden ist ebenfalls hoch und die Level locken mit haufenweise Belohnung abseits des Hauptpfades. Und hey, ganz linear bleibt's nicht. Zwischen den verschiedenen Gebieten erkunde ich eine klassische Oberweltkarte, später darf ich hier per Monster sogar ins Meer und in die Luft. Außerdem kann ich auch immer wieder von hier aus alte Bereiche noch einmal aufsuchen. Gut so, denn irgendwann muss dieser Pantomime dran glauben. Clair Obscur Expedition 33 macht damit unterm Strich einen herausragenden ersten Eindruck. Was in diesen ersten Stunden an spannender Story, tollen Charakteren, herausfordernden Gameplay-Mechaniken und kreativem Design auf mich eingeprasselt ist, habe ich in den letzten Jahren wirklich selten erlebt. Klar, es bleibt immer noch die Frage offen, ob all die Ideen und Systeme auch langfristig fesseln und nicht an einer schlechten Auflösung oder repetitiven Gefechten und Leveln scheitern. Aber wenn diese ersten Stunden genauso weitergehen, dann ist Expedition 33 nicht nur was für JRPG-Fans, sondern für alle, die Wert auf eine tolle Story und durchdachte Spielsysteme legen.